Servus, heute geht es nicht nur um eine CRF, sondern gleich um 3 CRFs. Denn die CRF-Welt ist ziemlich groß und wir hatten jetzt die Chance, eine Woche lang exakt die gleichen Wege mit den unterschiedlichen Motorrädern zu fahren, durchzuwechseln und einfach Erfahrungen zu sammeln. Und diese Erfahrungen möchte ich jetzt mit euch teilen. Dieses Video richtet sich jetzt praktisch an all diejenigen, die sich einfach nicht entscheiden können, welche dieser vielen CRFs ist passend für mich. Das sind unsere Erfahrungen. Das heißt auch, wir reden jetzt rein über die Sachen, die uns aufgefallen sind und nicht über die technischen Daten, denn die könnt ihr einfach ganz normal nachlesen. Und das sind eben einfach nur die Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Jetzt starten wir mal rein, indem ich euch die einzelnen Maschinen mal ganz kurz vorstelle, was sie denn schon alles erlebt haben, wo sie schon überall waren und wie viele Kilometer sie schon drauf haben. Die CRF 250 Rallye. Die kleine Maus hat schon 40.000 Kilometer runter und ja, sie war schon in ziemlich vielen Ländern und Gegenden. Sie hat einmal die Karpaten umrundet. Sie war in komplett Skandinavien bis hoch zum Nordkap, also einmal komplett durch. Sie hat eigentlich komplett Italien durch. Sie hat den Balkan zweimal durch. Sie hat sowas wie Slowenien durch. Also die Maschine ist wirklich schon gut rumgekommen, finde ich, sieht man auch an ihren 40.000 Kilometern. Also die Kleine hat schon gut was erlebt. Die CRF 300L, das ist das Küken in der Runde. Sie hat mittlerweile 4.000 Kilometer runter und sie war im Friaul und jetzt eben auch noch eine Woche in Slowenien und in Kroatien. Die CRF 300 Rallye, die Kleine hat jetzt schon 18.000 Kilometer runter. Sie gehört Hannes und sie war schon, wo waren wir denn mit ihr? Sie hat den Balkan einmal durchgeschottert, sie war im Friaul schon und eben auch jetzt diese Woche mit Slowenien und Kroatien und sie hat mittlerweile schon 18.000 Kilometer runter. Beginnen wir mit dem leidigsten Thema der CRFs, das Fahrwerk. Wir sind uns alle drei einig, dass das Originalfahrwerk einfach nicht die Performance bringt, die man gerne haben möchte. Bei der CRF 300L war das Originalfahrwerk noch mit das Beste, aber es hat noch immer nicht die Performance gehabt, die man sich irgendwie gewünscht hätte. Aus dem Grund haben wir bei allen dreien ein neues Fahrwerk mit verbaut. In diesem Fall reicht es auch nicht aus, nur die Feder zu wechseln beim hinteren Federbein, sondern gleich das gesamte Fahrwerk auszutauschen oder das gesamte Federbein auszutauschen, da die Zug- und Druckdämpfung einfach noch immer zu schwach ist. Wir haben eben einmal das Federbein ausgetauscht hinten, die Gabelfedern vorne und das Öl ausgetauscht bei allen drei Maschinen, um eine grobe Hausnummer zu haben. Wir haben es zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht. Wir haben uns da preistechnisch circa zwischen 600 und 800 Euro bewegt. Aber ich würde wirklich jedem empfehlen, egal welche CRF ihr euch holt, einfach auf den Preis, den ihr für die Maschine ausgegeben habt, nochmal mit drauf zu rechnen, dass ihr ein neues Fahrwerk braucht. Weil es ist wirklich, die originalen Fahrwerkskomponenten sind einfach zu schwammig, die haben zu wenig Dämpfung, zu wenig, es ist einfach kein schönes Fahrverhalten und mit den neuen ist es Welten besser und macht auch viel, viel mehr Spaß, mit denen unterwegs zu sein. Bei der CRF 250 Rallye habe ich ein Tankvolumen von 10,7 Liter. Damit komme ich um die 300 Kilometer, je nach Fahrweise. Die 300L hat 7,8 Liter und sie kommt um die 250 Kilometer. Und die 300 Rallye hat den größten Tank mit 12,7 Liter und sie kommt um die 400 Kilometer. Was ein bisschen schade ist, um diese zwei Maschinen, also die 250 Rallye genauso wie die 300L auf das gleiche Volumen oder die gleiche Reichweite wie die 300 Rallye zu bekommen,
gibt es keine Lösung mit ABE-Nummer. Also jede Lösung, die sich anbietet, hat keine ABE-Nummer mit dabei. Das ist ein bisschen schade. Ja, man kann halt noch Kanisterchen mitnehmen. Das ist auf jeden Fall auch noch eine gute Lösung. Würde ich auch raten bei den Maschinen. Kurz noch eine technische Sache. Und zwar haben alle 3 CRFs den gleichen Serviceintervall und der liegt bei alle 12.000 Kilometern. Von unseren Erfahrungen raus her sind die wahnsinnig günstig. Es gibt nicht viel zu tun, man kann alles selbst machen. Ja, das einfach noch ganz kurz als Hinweis. Bei der Reisetauglichkeit kommen dann doch ein paar Unterschiede zum Vorschein. Ganz klar, die 300er L, die geht mehr in Richtung Offroad, mehr in Richtung Enduro. Und man sieht es auch schon optisch, es ist weniger Motorrad da, sie hat kein Windschild, was man tatsächlich auch, wenn man länger auf der Straße fährt, merkt. Man ist wirklich komplett dem gesamten Wind ausgesetzt und muss wesentlich fester sich einfach festhalten. Das hat man jetzt bei den Rallyes jeweils nicht. Und auch die Sitzposition, da muss man sagen, sind eigentlich alle 3 relativ ähnlich. Man hockt sehr bequem drauf, man kann wirklich lange Strecken damit fahren. Die Sitze an sich sind jetzt nicht so die bequemsten. Ja, sie ist mehr Enduro-lastig, sie hat den härtesten Sitz. Die 250 Rallye hat dann einen etwas bequemeren Sitz. Im Gegensatz zur 300er Rallye, die hat einen bequemsten Sitz von diesen 3, die hier dastehen. Auch von dem Schnitt her, wie man drauf hockt, die 300er Rallye hat eine etwas breitere Sitzbank und ich persönlich merke das auf jeden Fall, wenn ich meine Beine runter tue, beide gleichzeitig, dass der Sitz wesentlich breiter ist als jetzt bei meiner Maschine, die ist ziemlich schmal, oder auch bei der 300er Rallye. Ja, da muss einfach jeder mal selbst Probe sitzen, was einem da besser taugt. Aber nichtsdestotrotz, man kommt mit allen 3 Maschinen wirklich auf seine Kilometer und kommt damit gut weit voran. Bei der Fahrperformance merkt man bei der 250er, dass sie einfach ein bisschen weniger Hubraum hat, ein bisschen weniger PS hat. Und gerade wenn man Straßenpässe fährt oder so, dann merkt man diesen Unterschied, dass unten raus einfach die Power fehlt. Also wir reden jetzt nicht davon, dass man einen Berg nach oben fährt, sondern wirklich richtige Steigungen nach oben. Da merkt man bei ihr einen kleinen Nachteil im Gegensatz zu den 300ern, dass die Kraft unten raus ein bisschen fehlt. Bei den 300ern, die kommen jetzt bis halt später erst an die Grenze, dass man viel arbeiten muss beim Schalten, weil die Kraft von unten raus wesentlich mehr gegeben ist. Wenn es dann allerdings nicht so gar nach oben geht, dann kann man mit viel Schalten wirklich sehr, sehr viel rausholen aus den Maschinen. Und gerade wenn es dann gerade wird oder bergab geht, dann spielt bei allen 3 einfach das Gewicht so dermaßen mit in die Karten. Dann kann man sich einfach spielen, man kann sie hin und her drücken, man kann einfach wirklich richtigen Spaß haben. Da ist dann vielleicht das Limit der Offroad-Reifen, dass der auf der Straße dann nicht mehr so will. Aber man bekommt gute Schräglagen zusammen, man kann definitiv auch auf der Straße mit allen 3 Maschinen Spaß haben. Wer jetzt denkt, ja, warum steige ich nicht einfach von der 250er um auf eine der 300er? Ja, ganz einfach, der Unterschied ist einfach nicht so merklich, dass es sich rentieren würde, von der 250er jetzt umzusteigen auf die 300er Rallye oder L. Der Unterschied ist einfach nicht so groß. Aber es ist halt einer, den wir gemerkt haben. Aus dem Grund möchte ich ihn mit euch teilen. Die 300L geht rein optisch mehr Richtung Offroad, mehr Richtung Enduro.
Nichtsdestotrotz schenken die drei sich aber eigentlich nichts oder kaum merklich was beim Federweg, bei der Bodenfreiheit und so weiter. Das Einzige, wo man ein bisschen merkt, ist das Gewicht. Sie ist natürlich die leichteste. Im Gegensatz zur 300er Rallye müssten ungefähr 10 Kilo ein Unterschied sein. Sie im Gegensatz zur 250 Rallye müssten ca. 15 Kilo ein Unterschied sein. Man darf aber auch nicht vergessen, dass bei der 300er L natürlich ein kleinerer Tank noch mit verbaut ist. Bei der Performance selbst im Gelände würde ich sagen, ist ziemlich viel Kopfsache. Bei der 300er L hat man einfach ein bisschen weniger um sich einfach. Du hast kein Windschild, du hast zwischen den Beinen hier unten weniger Verkleidung, einfach weniger Motorrad und dadurch wirkt alles viel offener, viel freier und ich glaube, das macht auch viel mit dem Kopf dann, dass man sich mehr traut und mehr irgendwie machen möchte, mehr spielen möchte, als jetzt bei den 2 Rallyes. Weil da merkt man dann doch auch bei dem ganzen Plastikzeug, sie schauen größer aus, wirken größer, aber es steckt jetzt nicht sehr viel Motorrad mehr mit unten drunter. Von dem her denken wir drei, dass es hauptsächlich Kopfsache ist, was da den Unterschied ausmacht. Wie man bei allen 3 Maschinen sehen kann, man kann Sturzbügel dran montieren. Allerdings muss ich sagen, keiner von diesen Sturzbügeln ist meines Erachtens perfekt. Ich glaube, das ist einfach dem geschuldet, weil die ganz großen namenhaften Hersteller einfach für so kleine Motorräder sich nicht extra die Arbeit machen wollen, da jetzt extra Sturzbügel zu entwerfen. Es ist wieder zusätzliches Gewicht, wenn man das dran montiert. Wenn ich aber drauf schaue, wie häufig wieder draufgefallen sind, ja, dann würde ich es tatsächlich einfach jedem empfehlen, sich sowas noch mit dran zu bauen. Auch um den Kühler mit zu schützen, weil man schaut einmal nicht und dann liegt da ein großer Stein, man landet direkt drauf und dann muss man halt die Reise abbrechen. Und mit so einem Ding mit dran, dann ist man halt einfach safe. Und wenn man mit Gepäck fährt, dann merkt man jetzt die paar Kilo mehr auch nicht mehr. Mein Fazit zu den 3 Maschinen und auch wer sollte sich diese Maschinen kaufen, für welchen Fall und so weiter. Fangen wir bei der CRF 250 Rallye an. Die CRF 250 Rallye ist, finde ich, preis-leistungstechnisch definitiv ganz vorne mit dran. Sie wird nicht mehr neu hergestellt, man hat sie nur noch auf dem Gebrauchtmarkt und so wie sie gehandelt wird, sie steht einfach perfekt fertig da, man könnte sich drauf hocken, man könnte losfahren und man hat eigentlich keine Einschränkungen. Sie ist langstreckentauglich, sie kann alles, das einzige Manko ist eben die bisschen Kraft, die unten raus fehlt. Wenn man damit klarkommt und einfach sich dran gewöhnt, dann ist die 250 Rallye einfach vom Budget her ganz vorne mit dabei. Die CRF 300L ist ganz vorne, wenn es darum geht, dass man individuell entscheiden möchte, in welche Richtung man gehen möchte. Wenn man jetzt sagt, okay, man möchte wirklich nur rein Offroad fahren, man möchte nur nicht viel auf der Straße, nur Offroad, dann kann man die hernehmen. Wenn man sagt, okay, ich möchte aber Langstrecken auch noch machen, aber ich möchte mir das Motorrad individuell herrichten, ich kann schrauben, ich habe die Zeit da dazu, ich habe aber auch Spaß daran, ich bastel gerne, dann kann man die 300L auch reisetauglich machen, ganz nach seinem Geschmack, aber es fließt da definitiv viel Zeit und viel Arbeit mit rein, aber es ist machbar, man muss es nur mögen. Bei der CRF 300 Rallye ist einfach das Gesamtpaket schon vorhanden, man muss nicht mehr so viel schrauben, sondern sie steht einfach schon langreisetauglich da, man kann Offroad, man kann Onroad fahren und alles ist einfach schon passend verbaut. Nichtsdestotrotz legt man natürlich bei ihr am meisten Geld hin, allerdings muss man auch sagen, bei allen 3 Maschinen liegt man noch immer weit unter den 10.000 Euro. Als gesamtes Fazit lässt sich sagen, wir alle 3 sind wahnsinnig positiv überrascht von unseren Maschinen. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Jeder von uns hat die richtige Maschine für sich gewählt und wir würden nicht tauschen wollen und ja, es macht einfach Spaß.
Der einzige Fall, wo wir tauschen würden, wäre, wenn Honda die 450 Rallye rausbringen würde. Einfach in dem Konzept, wie die 3 Maschinen hier dastehen, nämlich gleicher Serviceintervall, langstreckentauglich und einfach ja, schön verbaut, hochwertig, so wie man es von Honda kennt, mit bisschen mehr Power, reisetauglich. Das wäre es einfach, dann würden wir 3 einfach sofort tauschen. Ja. Ansonsten bleiben wir bei unseren Maschinen. Wir sind wahnsinnig zufrieden, sehr glücklich und happy. Und ja, in diesem Sinne fahren wir jetzt halt weiter. Wir schottern noch ein bisschen durch Kroatien durch. Und ja, bleibt immer oben drauf hocken. Viel Fahrspaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Servus.